Stellt euch mal folgende Szene vor. Ihr sitzt bei unfassbar schwülen 35 Grad in eurem Wohnzimmer. Oh, herrlich. Ja, denkste. Also, ihr habt euch gerade ein eiskaltes Glas Wasser eingeschenkt, greift nach einem Buch und plötzlich hört ihr dieses Geräusch. Lass mich raten, nix Gutes. Nee, absolut nicht. Ein leises, aber stetiges Summen, das sich innerhalb von Sekunden zu einem richtig bedrohlichen Brummen hochschaukelt. Oh Gott, Bienen. Genau. Und dieses Brummen kommt nicht von draußen. Das kommt aus jeder verdammten Ecke eures Zimmers. Weißt du, was im ersten Moment wie eine kleine Belästigung klingt, ist in der Realität der absolute Inbegriff des Kontrollverlusts. Wenn die Natur beschließt, dass dein Wohnraum jetzt ihr Territorium ist, dann spielst du plötzlich nach völlig anderen Regeln. Und damit ein ganz herzliches Willkommen in unserem virtuellen Redaktionsstudio von Mathesmed Missionen. Wir tauchen heute wieder tief in das absolut unbezahlbare Archiv des Heydrich-Blocks ein. Richtig. Und bevor wir uns den März 2017 vorknöpfen, müssen wir das Gelesene aus dem Februar erst einmal sacken lassen, oder? Absolut. Wir müssen das kurz einordnen für euch. Diese Berichte liegen zwar schon ein paar Jahre zurück, aber genau das macht sie ja zu einer so fantastischen Blaupause. Ja, weil es da eben keine Instagram-Filter gibt. Das ist das pure, authentische Leben in Uruguay. Genau so ist es. Und der Februar, also das war ja wirklich ein Monat der Extreme. Oh ja, erinnert ihr euch noch an Caligula? Dieser riesige Stier. Ja, dieser 300 Kilo schwere, liebestolle Stier, der einfach mal alle Zäune ignoriert hat und gemütlich durch Flussbett marschiert ist, nur um die Kühe der Nachbarn zu besuchen? Ein absoluter Albtraum für jeden Farmer. Oder Steffens massiver Hexenschuss, das hat uns ja eine der faszinierendsten Lektionen über das Land überhaupt geliefert. Richtig. Nachbar Gaston, der eigentlich so auf diese archaischen Nadel- und Fadentierarztmethoden schwört, wird da plötzlich zum Lebensretter und fährt Steffen ins Krankenhaus. Ja, und mich hat damals völlig verblüfft, dass dieses uruguayische Krankenhaussystem für läppische 15 € im Monat, also dass das derart reibungslos funktioniert. Wenn man denn eines in der Nähe hat. Das darf man nicht vergessen. Stimmt. Und hey, wir dürfen den absoluten Bürokratiegipfel nicht vergessen. Ah, ich weiß, was jetzt kommt. Das 5-Dollar-Capture beim Zoll, wo man ernsthaft beweisen musste, dass ein importierter Holzstuhl kein Lebewesen ist. Ja, das ist Wahnsinn. Aber solche Anekdoten sind eben Gold wert. Und wenn wir das in einen größeren Kontext setzen, verstehen wir auch, warum wir diese Analysen hier überhaupt machen. Genau. Nehmen wir doch mal Mathis und seine Frau als Beispiel. Richtig. Die beiden planen ihre Auswanderung ja für das Jahr 2029. Sie leben aktuell noch in Deutschland, bereiten sich super akribisch vor und wollen eben nicht tief in den Busch oder in das harte Farmleben im Hinterland eintauchen. Ihr Ziel ist ganz klar die Küste oder das stadtnahe Umland, also irgendwo in der Region Colonia oder Maldonado. Ja, Mathis träumt von seiner kleinen Craft-Bier-Schenke und Frau Mathis von einem ökologischen Lehmhaus. Genau, so ein beschauliches Grundstück, so 2000 bis 4000 Quadratmeter. Aber, und das ist wichtig, hier liegt der Denkfehler, den viele machen. Nämlich? Nur weil man nicht 40 Hektar bewirtschaftet, entkommt man ja weder den Naturgewollten noch der Bürokratie oder dem komplexen sozialen Miteinander vor Ort. All das wird auch Mathis und seine Frau mit voller Wucht treffen. Absolut. Und der März 2017 auf der Farm von Gabi und Steffen liefert dafür das perfekte Anschauungsmaterial. Der Monat startet nämlich direkt am Rosenmontag mit einem kompletten Ausnahmezustand. Ja, da geht es direkt voll los. Die Dynamik auf der Farm gerät völlig aus den Fugen. Ein Hengst durchbricht den Zaun zu den Stuten. Und also wer noch nie auf einer Farm war, der unterschätzt komplett, was das bedeutet. Da trampeln massive, hormonell gesteuerte Tiere unkontrolliert Zäune nieder, oder? Exakt. Es wird gewiehert, galoppiert und das Verletzungsrisiko für Mensch und Tier schnellt extrem in die Höhe. Gabi muss die Herde da unter enormem Stress wegscheuchen, um Schlimmeres zu verhindern. Puh. Und als sie dieses Chaos dann endlich einigermaßen eingedämmt haben und drin eigentlich nur noch durchatmen wollen, passiert genau das, was ich vorhin im Intro beschrieben habe. Die Bienen. Ja. Tausende Bienen fliegen ins ganze Haus. Fliegengitter interessieren diese Tiere in dem Moment überhaupt nicht. Und was mich beim Lesen wirklich fassungslos gemacht hat, weißt du, was die gemacht haben? Ja, sie haben Feuer gemacht, oder? Gabi und Steffen machen bei 35 Grad Außentemperatur ein offenes Feuer im Kamin. Wahnsinn. Sie verbrennen feuchte Äste und Rasenschnitt, um das komplette Haus einzunebeln. Das ist wie ein unfreiwilliger Saunaaufguss, nur dass das Wasser aus wütenden Bienen besteht.
Das ist wirklich krass. Aber dieser Moment zeigt eben diesen radikalen Pragmatismus, den Südamerika einem abverlangt. Okay, erklär mal, warum Rauch? Also biologisch gesehen verhalten sich Bienen bei extremer Hitze und Trockenheit oft sehr aggressiv. Die sind auf der Suche nach Kühle, Schatten oder eben Feuchtigkeit. Ah, okay. Und wenn sie einmal drin sind, helfen dir keine Fliegenklatschen mehr. Du musst ihre Kommunikation stören. Und das macht der Rauch. Genau. Der Rauch simuliert einen Waldbrand. Die Bienen fressen sich dann instinktiv mit Honig voll, um fliehen zu können und werden dadurch total träge. Es ist eine archaische, aber extrem effektive Notbremse. Nachbar Gaston schaut ja später auch noch vorbei, sieht die beiden da schwitzend im verrauchten Haus stehen, lacht sich kaputt und schüttelt nur den Kopf über, Zitat, die Deutschen. Typisch Gaston. Ja, das wirft für mich aber eine extrem spannende Frage bezüglich der Auswanderungsplanung auf. Guck mal, Mattes ist ja wahnsinnig technikaffin. Oh ja, absolut. Er plant mit Drohnen, 360-Grad-Kameras, smarter KI-Nutzung und dieser ganzen Heimautomatisierung. Aber wie hilft dir die modernste KI, wenn ein Bienenschwarm dein Wohnzimmer okkupiert? Gar nicht. Eben. Zeigt das nicht, dass man manchmal einfach archaische Lösungen wie Feuer braucht? Dass da kein Weg dran vorbeiführt? Eben. Technik schafft Komfort und Sicherheit in, sagen wir mal, vorhersehbaren Parametern. Aber die uruguayische Natur hält sich an überhaupt keine Parameter. Das stimmt. Und das betrifft vor allem auch die Pläne von Frau Mattes. Sie träumt ja von einer altersgerechten Variante eines Lehmhauses, das stark nach so einem Gewächshausprinzip funktionieren soll, mit sehr viel Glasanteil. Eine optisch wunderschöne Idee, ohne Frage. Architektonisch ja. Aber diese Bieneninvasion offenbart sofort die Schwachstellen solcher Konzepte in dieser speziellen Klimazone. Weil es einfach zu heiß wird, oder? Nicht nur das, wenn du so nah an der Natur lebst, geht es nicht nur um Temperaturregulierung durch das Glas, es geht um absolute Dichtigkeit. Du brauchst hochkomplexe Fliegengittersysteme und smarte Belüftungen. Oh, und wir dürfen nicht vergessen, dass Mattes und seine Frau ihre 3 Hauskatzen mitnehmen wollen. Smokey, Gossip und Yellowbelly, richtig. Genau. Und stell dir mal vor, wenn sich ein aggressiver Bienenschwarm in ein offenes Glashaus verirrt, in dem 3 Hauskatzen herumlaufen, da hast du ein lebensbedrohliches Szenario. Absolut. Das muss zwingend in ihre Bauplanung einfließen. Ein extrem wichtiger Aspekt. Aber Bienen und ausbrechende Pferde sind am Ende ja Naturgewalten. Da greift bei uns Menschen noch ein gewisser Überlebensinstinkt. Ja, da funktioniert man einfach. Viel komplexer und emotional aufreibender wird es aber, wenn die Bedrohung nicht aus dem Wald kommt, sondern quasi von der eigenen Lohnliste. Oh ja, das Personaldrama. Im März bricht bei Gabi und Steffen nämlich eine ganz andere Konstante weg, die menschliche Komponente auf der Farm. Das ist so ein klassisches, aber extrem oft unterschätztes Problem für Auswanderer, die Farmen kaufen. Gabi und Steffen hatten ja einen Angestellten für diese schweren körperlichen Arbeiten auf ihren 40 Hektar. Richtig. Doch die Stimmung kippt im März dann drastisch. Ja, laut dem Blogbeitrag verflüchtigt sich seine Arbeitsmoral komplett. Er beginnt dann, seine Arbeitszeiten selbst zu diktieren, reagiert auf jede Form von Kritik wütend und die Situation eskaliert so weit, dass er gegenüber dem Verwalter der Farm sogar handgreiflich wird. Unfassbar. Gabi und Steffen ziehen natürlich sofort die Reißleine und entlassen ihn fristlos. Was uns hier interessieren muss, ist die Mechanik der Problemlösung. Gabi und Steffen übergeben die Angelegenheit nämlich sofort einem Steuerberater und einem Anwalt. Warte mal, einem Steuerberater? Bei einer handgreiflichen Kündigung? Ja, genau. In Uruguay hat ein Contador oder Escribano, also ein Steuerberater oder Notar, oft eine viel weitreichendere Funktion als hier in Deutschland. Echt jetzt? Ja, das System ist weniger auf direkte digitale Behördengänge des Bürgers ausgelegt, sondern verlässt sich massiv auf diese professionellen Mittelsmänner. Ein Steuerberater agiert dort häufig als direkte Schnittstelle für Arbeitsrecht, macht Gehaltsabrechnungen und fungiert als Vermittler bei Kündigungen, Okay, das ist ja krass. um sicherzustellen, dass alles rechtens abläuft. Genau, um sicherzustellen, dass die strengen uruguayischen Arbeitnehmerrechte eingehalten werden. Da platzt doch jetzt für viele Zuhörer diese rosarote Auswanderertraumblase vom entspannten Leben unter Palmen mit einer Matte in der Hand komplett, oder? Ich fürchte ja. Man träumt von Freiheit. Und plötzlich hängst du da mitten in einem knallharten südamerikanischen Arbeitsrechtsstreit, musst mit aggressiven Angestellten hantieren und teure Anwälte bezahlen. Das stelle ich mir psychologisch echt extrem belastend vor. Das ist es auch. Absolut. Aber es offenbart eben auch eine sehr beruhigende Wahrheit.
nämlich dass Uruguay ein funktionierender Rechtsstaat ist. Ja, guter Punkt. Viele Einwanderer verwechseln Südamerika ja mit dem Wilden Westen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Es gibt klare juristische Wege, starke Institutionen und professionelle Netzwerke, die dich als Arbeitgeber absichern. Gabi ordnet das in ihrem Blog ja auch sehr reflektiert ein. Sie schreibt sinngemäß, dass Kündigungen und Personalärger eben zum Alltagsgeschäft gehören, egal ob du nun eine Firma in Deutschland oder eine Farm in Uruguay führst. Richtig. Und genau an diesem Punkt zeigt sich eigentlich, wie clever die Strategie von Mattes und seiner Frau wirklich ist. Stimmt. Genau deswegen wollen die beiden ja ein überschaubares Grundstück von maximal 4.000 Quadratmetern. Exakt. Sie vermeiden die sogenannte Chakra-Falle. Chakra-Falle. Ja, viele Europäer kaufen sich riesige Ländereien, weil der Boden dort so günstig ist und realisieren erst danach, dass sie zwingend Fremdpersonal brauchen, um das Land nicht komplett verwildern zu lassen. Ah, verstehe. Und Mattes und seine Frau wollen ja im Vorruhestand eher in den Tag hineinleben. Mattes will vielleicht gemütlich seine Craft-Bierschenke betreiben, die er selbst gut überschauen kann. Genau, wenn du dein Business und dein Grundstück selbst im Griff hast, dann entziehst du dich diesem potenziellen Personaldrama komplett, du machst dich unabhängig von der Unberechenbarkeit anderer Menschen. Ein riesiger Vorteil. Aber mit dem Rauswurf dieses Mitarbeiters bei Gabi und Steffen bricht ja nicht nur ein Konfliktherd weg, sondern schlichtweg auch massive Arbeitskraft. Oh ja, die Farm drückt ja nicht auf Pause, nur weil man gerade eine arbeitsrechtliche Krise managt. Du stehst da plötzlich mit 40 Hektar völlig alleine da. Und das ist genau der Moment, in dem die uruguayische Fauna anscheinend merkt, dass die Überwachung nachlässt. Und wie sie das merkt. Plötzlich fehlen nämlich die Eier im Hühnerstall. Gabi sucht zunächst alles ab, denkt noch so, naja, die Hühner hätten sich vielleicht ein neues Geheimversteck im Gebüsch gesucht. Logischer Gedanke? Aber dann ertappt sie den wahren Täter auf frischer Tat. Einen Leguan, dort Iguana genannt. Der schlüpft einfach eiskalt durch den Maschendraht und lässt sich die Eier schmecken. Unglaublich. Und der war etwa 40 Zentimeter lang. Und der absolute Wahnsinn daran, das war nur ein Jungtier. Diese Echsen können in Uruguay ausgewachsen bis zu 2 Meter lang werden. 2 Meter. Das verdeutlicht wirklich die permanente Notwendigkeit zur Anpassung dort. In Mitteleuropa sicherst du einen Hühnerstall gegen den Fuchs von unten und vielleicht gegen den Habicht von oben. Ja. In Südamerika musst du dreidimensional gegen Reptilien denken, die klettern, graben und sich durch die allerkleinsten Lücken quetschen können. Wahnsinn. Und während die Fauna dir die Eier klaut, greift dich die Flora buchstäblich von unten an. Du meinst die Dornen? Oh Gott, ja. Gabi muss ein Gehege kurzerhand zur Krankenstation umfunktionieren, weil sich die Tiere riesige Dornen in die Hufe treten. Das ist echt heftig. Wir sprechen hier nicht von Rosenstacheln. Das sind bis zu 10 Zentimeter lange, extrem harte Dornen. Die bohren sich tief ins Fleisch der Tiere. Alles entzündet sich rasend schnell und bei diesen hohen Temperaturen sind sofort Fliegen da, die ihre Eier in die Wunden legen. Evolutionsbiologisch ist das hochspannend. Echt? Inwiefern? Viele einheimische Pflanzen in Südamerika, wie zum Beispiel der Espinillo-Strauch, haben über Jahrtausende diese massiven Dornen entwickelt, um sich gegen große Weidetiere abzusichern. Das heißt, das Land verteidigt sich selbst. Genau, so ist es. Und das hat massive logistische Auswirkungen für den Alltag. Gabi beschreibt das sehr treffend, dass man diese Dornen selbst durch dicke Schuhsohlen spürt. Aua. Fahrradfahren auf der Farm ohne Flickset, das ist dort absolut utopisch. Du musst deine Fortbewegung, dein Schuhwerk und sogar die Weiderouten der Tiere komplett an die Aggressivität der Pflanzenwelt anpassen. Das Land zwingt dich förmlich, über dich hinauszuwachsen. Und mein absolutes Highlight aus diesem Monat ist der Moment, in dem Gabi und Steffen endgültig beweisen, dass sie diese harte Schule angenommen haben. Das mit dem Traktorteil, oder? Ja, Steffen muss den Acker bearbeiten. Dabei bricht bei einem riesigen landwirtschaftlichen Gerät, so einer Art schweren Ecke mit vielen Eisenscheiben, einfach ein zentrales Bauteil ab. Ärgerlich. In Deutschland hätte ich jetzt gesagt, okay, Sie rufen den Pannendienst oder bestellen per Express ein Ersatzteil im Internet. Was im ländlichen Uruguay schlichtweg unmöglich ist. Importe von Ersatzteilen dauern Wochen, teils Monate und die Zollgebühren sind astronomisch. Krass. Ja, die Infrastruktur dort erfordert eine komplett andere Herangehensweise.
und wie sie das lösen. Die beiden, die laut eigener Aussage in Deutschland nie einen Autoreifen gewechselt haben, zerlegen dieses komplette, rostige, tonnenschwere Monstrum draußen auf dem Acker in seine Einzelteile. Respekt. Sie bringen das gebrochene Stück zum Dorfschmied, lassen es dort neu anfertigen und bauen das ganze Ding danach selbst wieder zusammen. Einfach machen. Ja, das ist, als würde man versuchen, ein stählernes Ikea-Regal im Endgegnermodus aufzubauen. Also ohne Anleitung, in glühender Hitze und mit Rost an den Händen. Dieser Weg zum Dorfschmied ist eine fantastische Metapher für die uruguayische Gesellschaft. Reparieren statt wegwerfen ist dort keine hippe Nachhaltigkeitsbewegung, das ist blanke Notwendigkeit. Ja, total. Du lernst unfassbar schnell, lokale handwerkliche Ressourcen zu nutzen. Wer diese Mach-es-selbst-Mentalität adaptiert und sich nicht scheut, sich die Hände schmutzig zu machen, der wird von der lokalen Gemeinschaft wie eben dem Schmied oder dem Nachbarn Gaston auch auf einer ganz anderen Ebene respektiert. Das glaube ich sofort. Aber bei all diesem physischen und nervlichen Verschleiß stellt sich mir unweigerlich eine Frage. Nämlich: Wie hält man das psychologisch eigentlich aus? Also nach kaputten Traktoren, arbeitsrechtlichem Ärger und diesen eierklauenden Leguanen muss doch der Akku irgendwann einfach leer sein. Das stimmt. Aber das Land, und das zieht sich ja wie ein roter Faden durch den Block, gibt einem auch immer wieder etwas zurück. Ja, das habe ich auch gemerkt. Es sind diese kleinen, aber extrem tiefgreifenden Erfolgserlebnisse. Die Granatapfelernte zum Beispiel. Oh ja. Wenn du Früchte, die du in Europa teuer importieren musst, plötzlich frisch von deinem eigenen Baum pflügst, dann entsteht eine ganz tiefe Verbundenheit zu dem Land, für das du so hart arbeitest. Absolut. Aber es gibt da noch einen viel intimeren Einblick in die psychologische Selbstfürsorge der beiden. Es gab nämlich noch einen furchtbaren Vorfall. Der Schafbock. Genau. Ein Schafbock wurde in der Nacht schlimm von einem Fuchs gebissen. Gabi muss diese grausame, eitrige Wunde versorgen, Fliegenmaden entfernen. Das ist eine Aufgabe, die einen emotional massiv nach unten zieht. Verheerend, ja. Und ihre Reaktion darauf ist so simpel wie genial. Sie legt einfach einen Backtag ein. Das ist klug. Sie heizt den Ofen an, knetet Teig und backt Brot und Kuchen. Sie schreibt dazu nur: riecht gut, schmeckt gut, tut gut. Ein psychologischer Schutzmechanismus in Reinkultur. Meinst du? Ja. Wenn das Chaos um dich herum, sei es die unbarmherzige Natur oder das Verhalten von Menschen, einfach unkontrollierbar wird, dann suchst du dir einen Mikrokosmos, den du zu 100% kontrollieren kannst. Wie eine Küche. Genau. Ein Backofen ist berechenbar, die Zutaten reagieren nach festen chemischen Gesetzen. Dieses bewusste Schaffen von etwas Schönem, das sofort ein positives, vertrautes Resultat liefert, das ist der emotionale Klebstoff. Wow. Ja, das bewahrt Auswanderer davor, zynisch zu werden. Und das lässt sich ja perfekt auf Frau Mattes übertragen. Inwiefern? Sie verbringt aktuell in Deutschland ganz bewusst Zeit damit, zu lernen, wie man selbst Käse herstellt. Ah, stimmt. Sie haben bei ihren Recherchen herausgefunden, dass hochwertiger Käse in Uruguay verhältnismäßig teuer und recht schwer zu bekommen ist. Das ist eine super Vorbereitung. Ja, und diese handwerklichen, erdenden Tätigkeiten, ob das jetzt das Backen bei Gabi ist oder das Käsen bei Frau Mattes, die erden dich einfach. Genau. Du stehst in deiner Küche, verarbeitest Rohstoffe mit deinen eigenen Händen und am Ende hast du ein Produkt, das nicht nur Geld sparte, sondern im wahrsten Sinne des Wortes die Seele wärmt. Schön gesagt. Und apropos Anpassung an die Umgebung und clevere Problemlösungen. Wir müssen, bevor wir den März abschließen, unbedingt noch den heimlichen Star der Farm erwähnen. Oh ja. Eine Bewohnerin hat das System nämlich besser durchschaut als alle anderen. Eselin Lizzie, ich liebe diese Passagen im Blog, wirklich abgöttisch. Sie ist fantastisch. Nach dieser furchtbaren Eskalation mit dem Angestellten sitzen Gabi und Steffen am nächsten Morgen total erschöpft beim Frühstück. Und plötzlich schauen sie aus dem Fenster und sehen Lizzie, wie sie sich völlig selbstständig und entspannt die Gattertür öffnet. Einfach so. Ja, sie spaziert dann mit den Ziegen im Schlepptau ganz gemütlich in den Park, um dort die saftigen Bäume abzufressen. Eine unglaubliche Beobachtungsgabe. Esel gelten ja oft fälschlicherweise als stur, dabei sind sie hochintelligente Fluchttiere. Wirklich. Ja. Die sind extrem gut darin, mechanische Abläufe zu analysieren. Und sie belässt es ja nicht beim Gatter. Gabi schreibt, dass Lizzie jetzt immer völlig fasziniert den Wasserhahn auf dem Hof beobachtet. Daran erinnere ich mich, ja. Das ist in Uruguay oft so ein Hebelmechanismus, den man verschieben muss. Lizzie steht davor, legt den Kopf schief und studiert regelrecht die uruguayische Sanitärtechnik. Das ist einfach großartig.
Ein Bild für die Götter. Während die Menschen sich mit Formularen und Traktoren abmühen, hackt der Esel das System der Wasserversorgung. Herrlich. Wenn wir all diese Blog-Einträge aus dem März mal nebeneinander legen, zeichnet sich ein extrem klares Bild ab. Okay, was ist dein Fazit? Uruguay verlangt dir eine enorme Flexibilität ab. Wer dort lebt, muss bereit sein, seine Identität ständig zu erweitern. Du bist nicht mehr nur Auswanderer, Sondern? du wirst zum Mechaniker, wenn der Flug bricht, zum diplomatenhaften Juristen, wenn das Personal rebelliert, zum Improvisationskünstler mit einem brennenden Kamin, wenn die Bienen übernehmen, und vor allem wirst du zum aufmerksamen Schüler der Natur. Ein Leben ohne doppelten Boden. Und genau deshalb fragen wir heute euch, liebe Zuhörer und Community. Wir sind gespannt. Schreibt es uns unbedingt in die Kommentare unter dieses Video. Wie hättet ihr bei dieser massiven Bieneninvasion reagiert? Gute Frage. Hättet ihr bei 35 Grad Hitze wirklich ein Feuer im Wohnzimmer entfacht? Oder wärt ihr einfach geflüchtet und hättet das Haus tagelang den Bienen überlassen? Das ist keine leichte Entscheidung. Und musstet ihr im Ausland, sei es nun im Urlaub oder bei einem längeren Aufenthalt, auch schon mal Dinge improvisieren oder reparieren, von denen ihr vorher absolut keine Ahnung hattet? Wahrscheinlich mehr, als man denkt. Lasst es uns wissen, wir lesen uns das alles durch und diskutieren unglaublich gerne mit euch. Die Schwarmintelligenz in den Kommentaren fördert ja oft die faszinierendsten Lösungsansätze zutage. Das stimmt absolut. Und bevor wir das virtuelle Redaktionsstudio für heute schließen, hier noch ein kleiner Ausblick, warum ihr unbedingt unseren Kanal abonnieren müsst. In unserer nächsten Archiverkundung springen wir in den April 2017. Da passiert auch einiges. Macht euch auf etwas gefasst. Wir klären unter anderem, was es mit einem extrem mysteriösen UFO über Uruguay auf sich hat. Ich kann schon mal verraten, das Fotomaterial im Blog dazu wirft wirklich einige Fragen auf. Oh ja. Außerdem entdecken wir echte Schweizer Schokolade mitten in Südamerika. Und wir verraten euch natürlich, ob Eselin Lizzie den Wasserhahnmechanismus am Ende wirklich knacken konnte. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich euch aus den Erfahrungen von Gabi und Steffen aber noch einen ganz grundlegenden Gedanken mit auf den Weg geben. Schieß los. Wir reden so viel über Hausbau, Container verschiffen, Visum und Grundstückspreise. Aber wenn ihr plant, in ein Land wie Uruguay zu ziehen, müsst ihr eine viel tiefere Frage beantworten. Welche? Seid ihr bereit, eine völlig neue Version eurer selbst zu werden? Uff. Denn dieses Land fragt nicht nach euren alten deutschen Titeln oder Fähigkeiten. Es formt euer neues Ich, notfalls mit 10 Zentimeter langen Dornen und glühender Hitze. Wow, ein echt mächtiger Gedanke zum Schluss. Seid ihr bereit für diese Transformation? Lasst das mal auf euch wirken, Leute. Eine herzliche Verabschiedung im Namen des gesamten virtuellen Redaktionsteams von Mathe Smarte Missionen. Bleibt neugierig, wir hören uns beim nächsten Mal.